Herzlich willkommen zu meinem Spot Report bei unseren niederländischen Nachbarn, und zwar in Workum. Nachdem die Grenzen zu Holland ab Mai 2020 wieder geöffnet wurden, haben wir unser erstes Wochenende zum Kiten und Surfen hier verbracht. Von Köln aus geht es die 305 Kilometer mit unserem Kastenwagen nach Workum, was am Eiselmeer liegt. Aber eigentlich ist das hier kein Meer, sondern der größte See in den Niederlanden. Wir fahren also hier im Süßwasser. Ich stoppe hier kurz, um zu veranschaulichen, wie eng Workum und Hinterlopen voneinander entfernt sind, und zwar nur 3 Kilometer. Von den Windrichtungen geht von Nord über West bis südliche Windrichtung in Workum einfach alles. Das Hauptörtchen ist ein paar hundert Meter vom Strand entfernt, und hier in dieser Einstellung sieht man, wie groß der Campingplatz und die Marina hinter dem Strand sind. Ein Kite- und Windsurfverbot gibt es im nördlichen Naturschutzgebiet und südlich in der Einfahrt der Marina. Da in der Hauptsaison auch viele Badegäste ihre Zeit am Strand verbringen, gibt es auch eine ausgewiesene Schwimmzone. Die bitte unbedingt respektieren. Ab den Bojen gibt es immer noch stehtiefen Platz bis zur Sandbank, und über diese hinaus gehört euch das ganze Eiselmeer. An langen Wochenenden ist Workum meist völlig überlaufen, aber so ist das mittlerweile an allen bekannten Kite- und Windsurf-Spots an der Nordsee. Auf der linken Seite ist der öffentliche gebührenpflichtige Parkplatz. Rechts davon der günstige Campingplatz Itzoal. Zum Strand hin das Wassersportcenter, in dem ihr euch SUPs, Kites und Windsurfmaterial ausleihen könnt. Der Campingplatz Itzoal ist hier die Macht am Strand. Mit seiner eigenen Marina und dem weitläufigen Campingbereich bleibt kein Platz mehr für andere Optionen. Am idealsten ist es, den Kite-Aufbauplatz auf der Wiese hinter der Start- und Landezone zu nutzen. Hier musst du nicht auf dem muscheligen, sandigen Boden aufbauen und schonst dein Material. Im nördlichen Bereich des Strandes ist der Ein- und Ausstieg. Bitte hier den Kite nur im Wasser starten und landen. Die anderen Kiter und Badegäste werden es euch danken. So, jetzt den Neo an und dann schauen wir uns den Spot mal auf dem Wasser an. Wichtig hier noch am Strand und bei Nordwind: die Gebüsche dort im Hintergrund sorgen für unplanmäßige Verwirbelungen. Deswegen sollte man flott sehen, dass man aufs Wasser kommt. Und so sehen die Verwirbelungen in der Praxis aus, wie man bei diesem orangenen Duoton-Kite sieht. Meine Fahrt geht zuerst Richtung Sandbank. Es ist ganz schön ruppig heute, aber innerhalb der Sandbank ist das Wasser noch einigermaßen flach und nur leicht kabbelig. Durch die 300 Meter hier im Stehbereich ist es natürlich ein super Spot für Anfänger. Hydrofoilen und Windsurfen mit Racefinne geht erst hinter der Sandbank. Da die Niederlande nicht unbedingt für stabile Wetterlagen und warme Sommer bekannt sind, kann man nur im Juli und August einen Shorty in der kalten Nordsee tragen. Hier mal ein schöner Ausschnitt von meiner Bekannten Susanne, die bei wenig Wind mal mit einer großen Matte unterwegs ist. Die meiste Zeit hat man hier Kabbelwasser, aber wenn ein kräftiger Westwind weht, kann man aber auch mal an der Sandbank hinten eine kleine Welle abreiten. Die beste Windausbeute hat man hier im Winter, aber da ich nach der Faustformel Außentemperatur plus Wassertemperatur gleich 25 Grad handle, werdet ihr mich hier im Winter auf keinen Fall finden. Jetzt mache ich nochmal einen langen Schlag über die Sandbank hinaus, um euch zu zeigen, wie hier die Dünung läuft. Und wenn es mal gar keinen Wind hat,
kann man so einiges anderes machen. Oder ihr lasst euch einfach von einem meiner SUP-Touren in den Niederlanden inspirieren. Ich mache hier noch ein paar Schläge und komme dann nach ca. 10 Kilometer und 1,25 Stunde wieder vom Wasser. Scheinbar bin ich sogar mal 10 Meter gesprungen, so meint zumindest der Trecker. Ja, das war ein Spitzenwindtag in Borkum. Ich hoffe, euch hat meine kleine Tour gefallen und wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bestenfalls macht ein Abo. Ich freue mich. Bis zum nächsten Spot Report.